Cool. Ihr könnt vielleicht das wahrscheinlich, ich liebe das Spielen. Egal. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu dem nächsten David Szymanski-Spiel. In meiner kleinen David Szymanski-Tour. Ich spiele, wie angekündigt, den Moon Sliver. Falls ihr das erste Video verpasst habt, Fingerbones, dann empfehle ich euch das vorher zu schauen. Ich weiß nicht, wie sehr die Sachen jetzt zusammen funktionieren, aber es ist zumindest das erste Werk von besagten David Szymanski, wo ich auch ein bisschen was über ihn erzähle. Ansonsten spielen wir jetzt ein zweites Spiel. Ich weiß, dass es gerade sehr laut ist. Noch immer lauter wird, aber ich kann das gar nicht einstellen. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, geht das Spiel halt los. Kurz zusammengefasst, für die nicht kennen, David Szymanski habe ich kennengelernt als Spielentwickler über den famosen Retro-Shooter Dusk, das ich so sehr liebe, obwohl ich es nicht durchgespielt habe. Kann auch ein Spiel mögen, ohne es durchzuspielen. Ich dachte mir, ich schau mal seine älteren Titel halt an, weil ich halt teilweise besitze. Ich glaube, mir fehlt irgendwie einer oder sowas. Und das ist der Titel von 2014, also der wurde ein Jahr nach Fingerbones entwickelt, kam aber zeitgleich mit Fingerbones oder kurz versetzt auf Steam raus, weil er den ersten Teil zusätzlich geliefert hat. Es gibt hierzu noch einen Nachfolger. Ich weiß nicht, wie krass die Sachen connected sind. Ich habe dieses Spiel auch laut Steam schon mal eine halbe Stunde gespielt, aber ich habe es, glaube ich, nie durchgespielt. Ich habe es auch nicht verstanden. Muss vor Jahren gewesen sein. Aber es gibt noch irgendwas mit Mystery Music oder sowas. Menschen, keine Ahnung. Das ist dann der Titel, der hier nachkommt. Und vielleicht gibt es sogar noch einen vierten Titel, den ich gesehen habe, der ein Jahr später nachdem er erschienen ist. Deswegen mal schauen. Egal, wir hauen rein. Moon Sliver. Cool, Fade to Black. Nice. Ich mag Fade to Black. So, die erste große Frage wäre, kann ich... Ja, kann ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es genauso krass durchgedickt ist von der Bewegung her. Okay. WASD und ich habe das Gefühl, dass das ist okay, das ist nicht okay. Alright. Also, Right Mouse Button ist Flashlight, okay. Left Mouse Button ist intact. Das haben wir, okay, der Rest ist klein. Oh, man kann springen diesmal. Alright, wir sind in einer Hütte. Cool. Wer sind wir, was machen wir, warum sind wir hier? Ellie was sullen, beautiful gold, the youngest of all of them, with a mind unfit for lofty thoughts. She had once come in here to see if there was any old firewood. Otherwise, she stayed in a cluttered house, where it was warm and familiar. Okay, wir scheinen. Klingt, als wären wir Ellie. Oh ja, ihr scheint nicht so zu sein. Was ist das? Was ist da gerade? Conserve your flashlight battery, recharge it at power outlets, explore freely, piece the story together, when night falls, enter the mountain. Yesterday 4 people lived on this island, now only 1 remains, okay. Okay, windig. Sehe eine Menge Ruinen. Das erste, was ich auschecken werde, ist Power Outlets und Berg. Weil es hieß ja, wenn die Nacht einbricht, soll ich in den Berg gehen. Das ist irgendeine Hatch. Kann ich hier mich aufladen? So bzz, bzz. Nee, schade. Was heißt denn den... Achso, wahrscheinlich da vorne in den Berg gehen, okay. The night was wild and cold. The monstrous tracks leading from the hatch were brand new, but the wind quickly erased them. So eine Knopfmaus, oder? Okay, wir kennen die Kombination schon mal nicht, das ist gut zu wissen. I feel like I missed life, he said, like the wizard... Was? Das ist ja... Hier. I feel like I missed life, he said, like it whizzed right by while I wasn't looking, and I'm watching it disappear into the horizon, stuck in this prison. Oh, come on, she said. Look out at the water, isn't it beautiful? It's lonely, he said, lonely and infinite. They reached the ruins and strolled leisurely through them, towards the shoreline. Isa could remember when the old building still stood here, filled with families. Oh. I'm sorry, he said, and cried because he often cried during these talks. For what, she said, for a lot of things. Ja, okay. Man muss echt aufpassen, dass sich die Texte nicht ändern. The
The conversation were not new. Long ago, Isa had learned to love Abel, despite and for his despondency. She hugged him as the wind tossed her long grey hair around. Okay. Whee! Ich wundere mich ja oder frage mich, ob ich das Wasser rauskriegen kann, aber irgendwie will ich das nicht ausprobieren gerade. A strange, acidic smell emanated from the pipe. Nicht so schön. Isa kept a smile on her face, although she did not feel like smiling. She sat down beside the flashlight. What about Ellie? Ellie has mentioned anything to you? She said. She didn't take it either, he said. Nor did I, nor did Abel. She said, okay, yet it's gone. Okay, irgendwas fehlt. The rusty junk cast shadow on the opposite wall. How do you know Abel didn't take it, he said. Because I trust him, she said. He's a dismal man, but he would never hurt any of us. Do you trust Ellie? Daniel didn't answer immediately. I trust all of you, he said, because that's how we have to live. Okay, also es geht um diese Gruppe aus 4 Leuten, die hier wohnt scheinbar. Ich bin Elektro. Daniel, you're the last one I gave the key to, said he. Daniel said, achso, guck mal. Das Problem ist halt, so will ich das sehen, man kommt halt rein und man bekommt das Ende der Konversation mit dem Fall, weiß nicht, was da anfangen ist. Das ist gut. Daniel, you're the last one I gave the key to, said I. Daniel stared at the mysterious control panels. He didn't meet her eyes. He never met anyone's eyes. I didn't take it, he said. Why would I take it? I'm the one that told you it was missing. Okay, aber ich kann hier auch nichts einstellen, I guess. Fresh air from an unseen crack in the corner could Sophie Musk. Okay, okay. Wir laden uns nochmal auf. Dankeschön. Gehen wir mal hier drüben rein. Also es sind auf jeden Fall 4 Personen in dieser Insel. I'm saying that she knows more than she's telling us, said Ellie. Hier ist ein Hammer. Okay. My problem is that she's a liar, said Ellie angrily. Also, warte mal. Fiddling with the knobs on the machine as she paced around, and that's I have to keep explaining this to you over and over again. You don't know her like I know her. Exactly. You're not impartial judge, an impartial judge, she said. Okay. Oh, here's ein Bücher. What's your problem with Isa? Daniel said, putting his books down. He was annoyed at being interrupted here. Und dann geht die erstes ja. Und ich sage, Ellie, dann kommt hier die Konversation mit, my problem is that she's a liar. Und saying, okay, ja, okay. Es ist immer dieses, man liest die Konversation halt wirklich falsch rum. Also, ist nicht so schlimm. Aber schon ein bisschen weird. Also, jetzt können wir was machen. So, gehen wir mal hier vorne hin. Frag mich aber hier so rumgehen. Also, da vorne ist wahrscheinlich das, wo wir in den Berg halt reingehen sollen. The mysterious liquid has drained from the tank into the water long ago. Mysterious Liquid klingt so, als wüssten sie nicht, was irgendwie, was nicht Öl oder chemische Abfälle sind, zum Beispiel. Okay, hier ist eine Hitbox, oder? Ja? Ich glaube nicht, dass das richtig ist, was ich tue. Rum experimentieren kann man das nochmal machen, aber jetzt gerade nicht. This place was a forest once. Naja, ich weiß nicht, wie viele Bäume man braucht, damit das als Wald zählt, aber mich würden 3 wahrscheinlich reichen. Ich meine, ich weiß nicht, ob das die gleiche Welt ist wie Fingerboards. Ich nehme an, dass es in dem gleichen Universum spielt, sozusagen. Das heißt, nach Postapokalypse, was auch immer für eine Apokalypse war, ich gehe mal von einem zerstörerischen Krieg aus, sieht die Welt definitiv nicht so schön aus. Come back when night falls. Weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe, um ehrlich zu sein. Ich weiß ja nicht mal, wie Nightfalls halt aussieht, also wie die Nacht halt aussieht. War ich da ganz... Nee, wo komme ich her? Ne, hier bin ich gespawnt. Das heißt, ich war... Da vorne war ich dann scheinbar noch nicht, glaube ich. Ich mach das zuerst. Die Windeffekte sind schon cool. Für mich unbequem und kalt.
Okay, cool. Rein komme ich hier scheinbar nicht. Strom. So Strom, so nah am Wasser. Ah, nicht gut. Yesterday four people lived on this island, now only one remains. Also, um mal aufzugreifen, es lebten Danielle, Isa, Ellie und Abel hier. Ob sie sich verstehen oder nicht, ne, wie das aussieht, weiß ich nicht, aber ich sag mal, einer von den 4 lebt noch und der Rest ist verschwunden. Okay, hier ist eine Menge Quatsch. Hier ist ein Schlüssel. Schlüssel nehmen wir schon mal. I remember when the moon still shined, when each night was bathed in warm silver, and the shadows were mysterious and friendly, and the island was a place of joy. That was many years ago. Since it disappeared, this place has become cold and stark. Was auch immer stark oder stark ist. Plagued by an inexplicable sense of loss and despondency. Daniel and Ellie are young. They do not feel it. They don't remember what the world used to be like. But Abel and I do. And we are both filled with longing for intangible joys that it can no longer provide. For friends that do not exist. For feelings that cannot be reasonably felt. When I was younger, I smiled because I felt like smiling. Now I smile as a disguise. Schon sad. Ich meine, wenn die Welt heutzutage untergehen würde und wir, die ja gewöhnt sind an Sachen wie Handys, PC-Spiele, ich meine, ich spiele sehr gerne PC-Spiele, ne? Wenn die Welt untergeht, ja moin. Ich meine, ich kann auch anders überleben und ich kann mich auch anders beschäftigen, aber ich glaube, ich würde es vermissen und ich würde es auch stark vermissen. Ich glaube, so ehrlich muss ich zu mir selber sein. She took the knife from the shelf. The blade was dull and rusty, but it was still pointed. She was not smiling. Ich mag diese Applikation nicht. Isa didn't know what the object was, but she remembered her father tinkering with it in his workshop when she was a girl. The workshop and the adjoined home were now far underwater. She was not a young woman, but even now, seeing it brought her comfort. Abel came in. How do I get into storage, she asked. She shut and locked the box. I've told you before, she said. I forgot, he said. I don't go there often. Press the first 3 until they click. Leave the 4th alone, she said. Ist das eine Fernbedienung einfach nur? Ich würde sagen, das ist eine Fernbedienung. Achso, das ist eine Überschneidung der Texte. Okay. I believe the word of Hector and the religious teaching that were passed on to me. Maybe the moon is still out there, hiding behind some cloud of darkness. Maybe the ones who went before us are waiting there. There's no way to know. We have to wait for the death to find out. And truth be told, I am ready. I'm ready for the beginning of a new adventure. Okay, also Hector hat einfach mal gesagt, ja, die Wolken verdecken den Mond. Irgendwie ist der Mond so relevant für diese Menschen hier ist. Okay, das auf jeden Fall auf Feuer an. Ah, das scheint dann 4 Wohnungen wahrscheinlich zu sein. They could make more candles, they could make more candles, they couldn't make more wood, so Abel burned candles. There's an evil man on this island, and I know him well. We played together as youths. We have cried together, we have eaten together, we have laughed the same woman, betrayed the same woman, and he's my constant companion and my worst enemy. He puppets my arms, legs, and mouth to his own selfish ends, and secretly hurts everyone I love as I watch, helpless with their unshed, unfelt blood in my hands. He gives my flesh with indescribable pleasure and blights my soul with unutterable despair. His name is Sin, and we are irrevocably bound together. Surely there exists no hell worse than this. Oh, das ist sehr schön geschrieben. Wirklich, also das hat was. Abel read to escape, Daniel read to feed his lofty, strange thoughts, Isa read to pass time, but Ellie, as far as Abel knows, she hadn't opened a book in years. What did she do all day? He didn't know. Sometimes he worried about her, worried about all of them. Were they as melancholy as he was? Weiß nicht. Mal schauen. Okay, da kommen wir nicht ran.
Jetzt kommen wir daran. He watched Ellie put her clothes back on, his eyes unfocused, not really seeing her. She didn't say anything. Her lips were pursed in that eternal, ignorant scowl. He got up from the bed and opened his box. He used to believe that one day he could plant the last few seeds and they would be able to grow food again. But now he knew that the ground was poison. Isa had given the seeds to him for safekeeping. Isa loved him. Isa trusted him. His eyes filled with tears, but he didn't let Ellie see. I'm supposed to meet Isa for a walk, he said. She didn't answer. She just left. Kann ich hier noch was machen? Okay, die beiden Hunden habe ich. Gehen wir mal hier rein. Das sind wahrscheinlich dann. Also wir haben jetzt hier. Keine Ahnung. Okay, was haben wir hier für Sachen? So, da bin ich wieder. So, Entschuldigung, kleine Unterbrechung, die noch ein bisschen länger gedauert hat. Gedacht, aber war gerade nicht unausweichlich. So, egal. Back to business, I guess. Ellie was laying on the bed. Daniel came in. She scowled at his suspiciously beautiful. He scowled at him suspiciously and beautifully. What were you and Isa doing in the old power building? What were you talking about? Oh, drama. She glared at him. I'm going to get firewood, she spat. Did you think I was too stupid to know, she said. I'm going to get wood. Okay. Hier scheint jetzt aber nichts weiter zu sein, was ich irgendwie aufsammeln kann. Keine Schlüssel, ging gar nichts. Ne. Okay, Dinge raus. Bin das letzte. Das ist aber sehr spartanisch hier. Abel often visited Daniel. He laughed to talk. Daniel laughed to listen. And Isa and I were out for a walk, said Abel as he entered. I thought I'd stop by before you got caught up in a book. Daniel put his book down. Hello, he said. His expression confused Abel. I've been thinking about life, said Abel, sitting down, and death and uncertainty. Nochmal über die Taktik nicht nachdenken, ne? Okay, erstaunlicherweise haben die beiden Hütten wenig Text. Also ich sehe jetzt zumindest sonst nichts weiter. Aber ist das okay? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier vorne in die Hütte, ne? For whatever reason. Ja, ist doch Nightfalls, oder nicht? Hey? Es ist dunkel, es ist Musik. Sturm ist weg, okay. Alter, dieser Wechsel gerade aus Musik und so, das ist ja Schlag ins Gesicht. Was passiert hier? Vielleicht kann ich Zeit weg von dem Ding gehen, weil ich weiß nicht, was passiert, aber irgendwas Schlimmes passiert. Oh, die Musik ist nicht gut geloopt. Ich weiß nicht, ob meine Taschenlampe gerade leer ist, aber ich gehe einfach mal aufladen. Was mich das hier? Ich aufladen. Okay. Also das Flacker der Taschenlampe kam gerade wirklich vom... so gesehen von dem Dings. Okay, wir wissen die ersten drei und den letzten nicht. The night was white and cold. Achso. The monster track leading from the hedge were brand new. Cool. Ah, okay. Oh, warte mal. Sind das Fußabdrücke? Könnte, ne? Gib mir Strom. Wir gehen mal hier runter. Das soll schon passieren. Oh, ich mag das jetzt. Ellie was uneasy. The darkness had never felt this menacing before. It seems alive. Watchful.
The code was long forgotten. Nobody had been below in many years. Okay. Kann man was probieren? Probieren wir es mal andersrum? Nö. Ja, so. Gehen wir mal links rum. Vielleicht ist da ja was. Ellie! Daniel's voice echoed around the tunnel's silence. Ellie, are you here? She couldn't explain the feeling. It was a sort of something was lurking around every corner, staying out of sight, staying ahead of her. Was ist für ein komisches Gebäude sein? Daniel heard soft, screeching footsteps behind him. He turned and shined his flashlight around the tunnels. Nothing. Vermutlich nur Ratten. Das sind immer Ratten. Was ist das hier? Ja, wir sind immer rechts gegangen, also gehen wir weiterhin rechts. Es wird mir ehrlicherweise auch ein bisschen zu langläufig gerade. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das richtig ist, hier runter zu gehen. Aber ich... Mal schauen, okay. Oh. She never felt like this before. She never knew these tunnels well. She had been down here hundreds of times, yet she was lost. Lost and confused and afraid. Irgendwas krabbelt gerade beim Gesicht rum. Spinne? Nee. Okay. Warte mal. Irgendwas krabbelt hier auf meinem Körper gerade rum. Egal. Na. Das war eine Einbildung. Alright. Den Teil haben wir abgehakt. Schauen wir uns mal hier vorne um. Sieht aber nach einer Sackgasse aus. Okay, wir haben einen Weg abgehakt. Ja gut, es gibt ja auch ein Ende unten. Das Problem, was ich jetzt habe, ist, ich blicke nicht ganz durch, was passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass es komplett unübersichtlich ist, aber bis abgesehen davon, dass halt die Charakterdynamik der Figuren erzählt wird, bis jetzt ist storytechnisch noch nicht so viel bekannt. He called again. Ellie! Still no answer, but heard the footsteps again. A flashlight. She didn't even have time to cry out at the shadows in his flashlight beam, lunging towards him. Okay, hier war was unten, was ihn getötet hat. Nicht gut. Ich glaube halt, dass es was wie Monster oder sowas gibt es nicht. Es gibt nur angedeutet. Das ist halt Psycho-Horror. Also, es wird damit gespielt, dass hier was ist, aber es wird dir nie gezeigt oder du wirst es nie mitbekommen. Also, ich könnte mich auch irren. Kann sein, dass wir gleich angegriffen werden von irgendwas, aber ich glaube da nicht dran, um ehrlich zu sein. Oh, dieser Tunnel ist ja absolut widerlich. What the fuck? What the fuck? What the fuck? She felt his breath before she felt his claw, and then she was gone. Irgendwer klaut das Feuerholz. Okay, es gibt hier irgendwas dunkel. Also okay, scheinbar läuft nachts wirklich ein Monster rum und sie müssen sich verstecken. Aber ich verstehe nicht, warum sie denn alle gestorben sind. Was haben sie denn hier unten gemacht? Und ich verstehe auch nicht so ganz, was das Ziel vom Spiel gerade ist, was ich machen soll. Ich muss ja einer von denen sein. Ja, hier waren wir schon. Oh, nicht gut. Oh, noch ein langer Weg zurück.
Okay, wenn Ellie und Daniel tot sind. Gehen wir mal, dass die beiden tot sind. Bin hier rechts gegangen, das heißt, ich gehe jetzt hier links. Gehen wir davon aus, dass die beiden tot sind. Die Frage ist doch... Ich habe einen Gang vorhin vergessen, das weiß ich. Also... Aber ich weiß, warum? Wozu? Also ich muss wahrscheinlich noch tiefer nach unten. Oh, warte. A family of rats lived amid these crates of dried food. They were perhaps the last animals left alive. Hm. Im Notfall isst man wahrscheinlich auch Ratte, ne? Auch wenn es wahrscheinlich nicht so geil schmeckt. Okay, also irgendwas lebt hier unten und wir laufen hier gerade rum, also wäre nichts. Und eigentlich sollen wir in den Bunker rein, weil es Nacht wird. Ich kann mir halt vorstellen, dass ich in den Bunker, also wenn ich in den Berg reingehe, dass dann sozusagen das Spiel halt endet. Darkness had never felt this menacing before. Achso, wir sind zurück. Ich will erstmal wieder nach oben, um nicht zu sein. Okay. Es ist definitiv Nacht und wir gehen in den Mountain. Gucken, dass nichts von hinten angreift. Come back when night falls. Was? Will ich verarschen? Das ist Nacht. Cool. Hm. Ich gehe mal jetzt hier rein. Lade seinen Strom auf. Wir haben halt noch Schlüssel für Gebäude, die wir scheinbar noch nicht betreten haben. Und ich weiß, dass... Oh, wo war das jetzt? Was hier vorne irgendwo? Nee, sind die Ruinen. Irgendwo da vorne dann. War... Ja, die Texte doch wieder... Die Texte irritieren mich total, wenn die immer auftauchen. Hier vorne war auf jeden Fall eine Hütte, da konnten wir nicht rein. Da brauchten wir einen Schlüssel für. Vielleicht kommen wir jetzt rein. The fuck? Daniel was still thinking about his talk with Abel the day before as they absent-mindedly picked the book up. Something caught his eye, or rather, the lack of something. The Moon Sliver was gone. Was zum Fick ist ein Moon Sliver? The word of Hector the Fourth. Again, the moon came to Hector in a dream. The woodland teased is vanquished, it said. Your people are safe for now, but it still waits, lurking in the depths. It fears the Moon Sliver, and it will not dare appear again while the holy document remains in your possession. But know this, should the Moon Sliver ever be destroyed, even my divine light will not be able to save you from the wrath of the woodland teased. In the darkness of hell, keep it safe, keep it ready. And may you live in prosperity on this island that I have given to you. Let your prosperity be a sign that the words I speak are true. Okay. The word of Hector numbered the woodland thief, the monster of the forest, was more tenacious than the other demons. It hated the people of Hector. It desired to take the island away from them, and it lurked in the dark corners and unseen passageways, scheming horrific schemes. It came to pass that Ursula was taken, stalked by the woodland thieves in the dark underground, attacked and dragged down to hell. The moon came to Hector in a dream and said, Hector, the time has come, your great enemy has arrived. You would all do well to tremble for his power. Its great and depravity is unspeakable. Go take the Moon Sliver from its pedestal, do battle. And so Hector went to the chapel of infinite light and retrieved the Moon Sliver and went into the tunnels. Cool. There's a simple shocking fact that someone moved it. I said perhaps he was the only one who had a key to the chapel of infinite... Okay. Okay, also.
The word effector 3. Most text is illegible. Hector descended darkness, terrible whispering, infinite and deep. Did not know how long he wandered. Promise of brutal torture and mutilation. Okay. O worldly, O prison dingy white, O ghostly shadow grey, your whelming lies are false delight, are dark and cold as a moonless night, and bleak as a sunless day. Okay, also wir müssen definitiv da unten und wir müssen den Moon Sliver suchen. Usually not that tempted to do that. Oh Gott. Ja, dann kannst du aufrichten. Okay, also Hector. Hector, was hast du da unten gefunden und gemacht? Ja, moin. Verstehe, was Nachteil ist in diesem Spiel. Boah, ist der Scheiß gerade laut. Weiß nicht, wo ich hinlaufe. Warte mal. Ist die Richtung? Ja. Lisa couldn't remember the last time she had been under the mountain. Ist hier Strom? Another one. There was no reason to come here, but she had looked everywhere else. She clutched the old knife in her right hand. Yesterday, the Moon Sliver went missing. Today, Ellie, Daniel, and Abel were all nowhere to be found. Okay, wir sind in Isa, okay. She knows the word of Hector by heart. The sinister implication were not lost on her. Ellie, she called. Daniel, Abel. Abel heard her and answered, I'm here. There was strange about something Isa didn't like. What are you doing here? I'm reading Age of the Past, he said. Do you know where Ellie and Daniel are? She said. I do not, he said. They are missing. They are missing and the Moon Sliver is missing. Do you understand me? Do you understand what implies? I do. Night will fall in a few hours, so we need to stick together. We can't sleep in the same house, mine or yours. We'll keep the fire burning. We'll keep the door locked. And we'll pray, Abel. We will pray to the unseen moon for mercy and protection. Are you happy here, Isa? We can't stay in the dark. It thrives in the dark. Are you happy? Yes, I'm happy. Please, Abel. The tears in his eyes, he struggled to control his voice. Isa, I know you. I know every inch of you. I know every corner of your mind. You aren't happy. None of us are. Isa didn't respond. Okay. I'm staying here. The tears were flowing freely now. I would like it if you stayed with me. Isa, please stay with me. Isa didn't respond. I will find you, Abel. I let it out, Isa. I destroyed the Moon Sliver. Isa was shocked and silent. I burned it yesterday after I talked with Daniel. Her eyes were filled with betrayed, angry tears. What, Abel? No, why? Do you want to be dragged to hell? Do you want us to be dragged there with you? We are already in hell. This island, this horrible, barren, lonely island, this place of sin, this is hell. I saw the blasphemous scraps of paper Jeremiah found those many years ago. I've read them before they were destroyed. Perhaps I was the only one who did. I did not believe them, but I have lived life since then, and I have seen the truth of their words. Isa could not respond as tears streamed down her face. You did not read the blasphemous scraps, Isa, but I did. I remember them. With incredible clarity, supernatural clarity, even fear. Not the dark shadows of the scratches in the night. For the woodland tease is your salvation, it's your escape. It said this and more. Isa, the woodland tease is not here to take us to hell, it's here to take us away from hell. She couldn't see him ahead. Her flashlights beam. Cutting through. Es ist extrem anstrengend, hier zu laufen und das zu hören, okay. As she approached, she could see that was crying too. It believes the word of Hector, she said, and it will not go to hell. Please trust me, please. I believe the word of Hector, she said again. Chest pointed first. No, Isa, please don't. Stay with me. Don't leave me alone. I love you, she spat tearfully. I love you so much. She closed her eyes and pushed. She remembered where the heart was located from one of her father's old books. Ada was too slow to catch her falling body. He knelt beside her and sobbed for some time. He was not strong young man anymore, but Isa's body was light. He would take out to the water. She always loved the water, but then what? Read until it found him? No. He didn't feel like reading anymore. He felt like
He was ready to be rid of the entire cursed island. He would be simply wander aimlessly and freely to take one last look at the island and feel the wind blowing the memory away. And then night when fell, he would return and wait. Oh, da war was. Achso, ich kann mich noch bewegen. Ist noch nicht durch. Morning dawned on the entirely cold, bright and windy. The Moon Sliver. Created by David Szymanski. Ja, wissen wir. Das habe ich ja schon erzählt. Sound Assets, Free Sound Org, Mystical Corpse, Glass Sound. Textures. Engine, Unity Free Version. Es wäre geiler gewesen, wenn die Texte ein bisschen zentriert gewesen wären, aber egal. Dedicated to Rachel Szymanski. Vermutlich. Entweder seine Tochter oder seine Ehefrau. The End. Achso. Okay. Ich gehe nochmal zurück, um sicher zu gehen. Weil man kann die Credits bestimmt auch verlieren, aber ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ich meine, das ist ja dieses Mysteriöse und es wird nicht erklärt, was der Woodland Teast halt ist, aber... Schauen, was passiert, wenn ich in die andere Richtung gehe. Cold and bright and windy. Okay, hier scheint einfach wirklich nur so ein Gang zu sein, wo ich mich halt auf und ab bewegen kann. Okay, cool. Cold, bright and windy. Ich muss zugeben, die Story, auch wenn sie verwirrend ist, am Ende wird es doch klarer. Auch krass, dass gerade keine Musik ist. Boah. Ende war tatsächlich, also abgesehen, dass man dauernd stehen bleiben musste, um zu lesen, war aber echt cool, weil der Twist sozusagen, also es geht ja um diesen psychologischen oder religiösen Ansatz der Erlösung und dessen, was halt Hölle ist und was halt nicht und dass unterschiedliche Ansichten halt nicht funktionieren. Wir wissen dadurch, dass halt Ella und Daniel gestorben sind an etwas, also man hat es ja auch grummeln hören da unten da drinne. Was mich mal interessiert, ob es da wirklich einen Weg runter gibt, warte mal. Ich gehe mal zurück ins Hauptmenü. Ja, ich gehe mal ganz kurz zurück ins Hauptmenü. Oh, okay. So, wir sind wieder am Anfang des Spiels. Ich dachte mir, ich verlasse mal das ist auch immer das, was wir bleiben eigentlich in der Hütte. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch mir nicht alles angeguckt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Sachen übersehen habe. Aber soweit ich die Story verstehe, ist das Ganze dieses Dilemma. Das sind halt 4 Menschen unterschiedlichen Alters, also 2 ältere Menschen. Also, ich weiß halt nicht, was alt jetzt hier heißt, aber die Rede war von 2 jungen Menschen. Das müssten Daniel und Ella gewesen sein. Und dann waren halt Abel und Isa die Älteren von den beiden. Deswegen, ich denke mal so 50 plus und anderes dann vielleicht bis 20, wenn sie das Ende der Welt nicht erlebt haben, ist. Okay, also, es erzählt die Geschichte, wie quasi deren Realität sich darum dreht, dass sie an etwas Religiöses glauben, was etwas Böses fernhält und dass irgendwann einer von ihnen aufgegeben hat zu leben, weil er nicht mehr kann. Er läuft Eis an. Okay, ich habe die Barrels von der scheinbar echt nicht angeklickt. Auch egal. Und am Ende ist es halt so, dass jetzt sozusagen das einer beim Sterben versucht nach diesem religiösen Artefakt, was ich nicht weiß, was es ist. Hat man bestimmt irgendwo auch gefunden. Obwohl, er hat es ja verbrannt, oder er hat es verbrannt. Und dann bringt sie sich um, versuchen nach ihm.
Und er wartet und liest, bis halt Woodland Tease halt kommt. Ich hätte gerne gesehen oder gewusst, was das ist, aber es ist ja diese mysteriösen Sachen mal so, dass das ja nicht erklärt wird. Dass das Spiel sich ja sozusagen, man hält sich bei so einer Art Horror immer zurück, die Erkenntnis zu liefern, die Erklärung, was es letztendlich final ist, um zu verhindern, dass der Spieler es entmystifiziert. Weil so bleibt das Mysterium erhalten. Man ist jetzt verwunderter und angierigter nachzudenken, als wenn man jetzt wüsste, was passiert ist. Weil sobald du es ratifizieren und also mit Logik herangehen kannst, wird halt jede Art von Mysterium halt langweilig, weil man dann weiß, okay, ich weiß, was ich dagegen tun halt kann. Also ich muss sagen, am Ende des Tages ist es ein schönes Spiel. Hat mir gefallen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass ein paar Texte eher zentrierter sind und vielleicht ein paar Dinge auch einfach erzählt sind, aber für die Komplexität des Spiels alleine, das ist, glaube ich, ganz cool. Und es ist wieder dieses Kurz, was ich auch schon mit Fingerbones halt hatte. Es ist wieder diese Kurzgeschichte mit anregenden Elementen und eine Sicht auf die Welt, die man vielleicht normalerweise sonst nicht hätte. Und ich mag solche Kurzgeschichten einfach sehr, sehr gerne, gerade auch zum psychologischen Horrorfakt, weil sie einfach eine andere Art von Mysterium aufbringen. Deswegen bin gespannt, wie es weitergeht. Boah, ne? Ich werde mir jetzt ganz kurz nochmal einen Augenblick umschauen, ob ich irgendwas von wegen finde, übersehen habe, was ich nochmal angucken kann. Ansonsten, also das fertig ist, aber dann cutte ich da nochmal hinzu, aber das mache ich dann jetzt in einem Cut. So, deswegen, wir sehen uns dann gleich wieder. Und wenn nicht, gibt es gleich direkt die Artmod. Okay, ich habe mal ganz kurz in den Steam-Foren nachgeguckt und tatsächlich habe ich was herausgefunden. Ich weiß den Code für die falsch hier unten. Der Code, den musste man raten. Ne? Da haben Leute natürlich, weil das Spiel ja schon ein paar Jahre draußen ist, das hat irgendwann einfach erraten. Jo, geht die Taten, da wurde schnell aus. Das ist schon frech. Wir schauen uns das nochmal an. Klitzekleinen Blick da auf die letzte Falltür. Ansonsten, damit die Nacht eintritt, muss man alles gefunden haben, was ich halt getan habe. Deswegen spielt das so gesehen keine Rolle mehr. Also ich habe hier unten nur Räume, einen Raum auf jeden Fall übersehen, aber ich glaube, der ist dann eh egal. Was andersrum? Geil. Ja. Okay. They had known the truth and Hector would not tell it. So down here where nobody would find him, he wrote on scraps of paper. Maybe someday someone would discover them. Okay, also Hector kennt die Wahrheit, hat die Wahrheit hier unten aufgeschrieben. Damit sie entdeckt werden und hier steht nicht die Wahrheit. Das finde ich jetzt frech. Bin ich ehrlich. Kein Zettel hier unten, der mir was verrät. Nichts. Ja, nichts. Das ist sehr schade. Na egal. Glaube ich, das muss ich nochmal reingeguckt. Boah, ne? Also ich muss sagen, das ist so ein Worldbuilding hier. Das ist ich finde das richtig gut. Und ich hoffe, dass es im dritten Spiel, das ja auch, zumindest von dem, wie ich es gehört habe, auch hier drin in dieser Welt spielen soll. Also ich sag mal Universum. Deswegen bin ich gespannt, wie das wird. Ich würde aber sagen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim dritten Spiel wieder. Checkt gerne auch eins unserer anderen Projekte aus. Gerade etwas, was wir auch in den Gruppen spielen. Und ansonsten, Like und Abo. Würde uns freuen. Bis dahin, haut rein. Genießt euren Tag. Ciao, ciao.